Ich kann damit hier im Bundestag und vor der Geschichte festhalten, wir haben Recht gehabt mit all unseren Warnungen, mit all unseren Forderungen zur Migration. Damit wird auch klar, die AfD war in ihrer Migrationspolitik niemals radikal, nie inhuman, nie extremistisch, sondern einfach nur durch und durch bürgerlich und vernünftig, meine Damen und Herren. Hey Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's richtig zur Sache. Dr. Bernd Baumann von der AfD legt offen, wie die CDU kurz vor der Wahl plötzlich AfD-Forderungen übernimmt. Doch was steckt dahinter? Und dann packt auch noch der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, aus. Fasers Migrationspläne sind nichts als leere Versprechen und pure Augenwischerei. Die Bundesregierung legt der Bundespolizei nur Steine in den Weg. Anstatt echte Lösungen zu bieten, bleibt dran, das wird heiß. Auf geht's! Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Bernd Baumann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Union und Ampel überbieten sich gerade mit Forderungen, wie man Massenmigration abstellt. Damit gestehen Sie doch alle implizit ein, dass offene Grenzen zu katastrophalen Folgen führen und eben nicht zu fröhlichem Multikulti, meine Damen und Herren. Um die Migration zu begrenzen, greifen Union und Ampel jetzt auch noch zu den Maßnahmen, die allein die AfD seit Jahren fordert. Die Union übernimmt sogar unseren zentralen Punkt zur Rückweisung an den Grenzen. Ich kann damit hier im Bundestag und vor der Geschichte festhalten, wir haben Recht gehabt mit all unseren Warnungen, mit all unseren Forderungen zur Migration. Damit wird auch klar, die AfD war in ihrer Migrationspolitik niemals radikal, nie inhuman, nie extremistisch, sondern einfach nur durch und durch bürgerlich und vernünftig, meine Damen und Herren. Deswegen übernimmt die CDU ja jetzt unsere Asylpolitik selbst, wegen der sie mal eine Brandmauer gebaut hat. Damit ist doch offenbar, die Brandmauer ist inhaltlich ohne jede Substanz. Der Wähler glaubt den Unsinn nicht mehr, meine Damen und Herren. Aber eine zentrale Frage bleibt, Herr Merz, eine zentrale Frage bleibt. Woher kommt denn Ihr plötzlicher Sinneswandel? Vor Solingen gab es doch bereits unzählige Morde, dazu Islamisten, Terroristen, 52.000 sexuelle Übergriffe. Haben Sie jemals, Herr Merz, eine Zurückweisung an die Grenzen gefordert? Nein, das haben Sie nicht. Daraus folgt doch, Ihr jetziger Sinneswandel hat nur eine einzige Ursache, den Wahlerfolg der AfD. Die Verschiebung der Machtachse, das beeindruckt Sie. Deswegen wird die Union plötzlich flexibel und geschmeidig, nicht wegen der Toten auf der Straße, meine Damen und Herren. Denn die CDU ist längst nur noch eine reine, kalte Machtmaschine. Sie will, egal wie, irgendwie an die Regierung, an Posten und Pfründe. Inhaltlich ist sie seit langem völlig hohl. Als der linksgrüne Zeitgeist dominierte, da kippte sie nach links, schaltete die Atomkraftwerke ab, öffnete alle Grenzen. Und jetzt in den Wahlen geht der Zeitgeist nach rechts. Und sofort beginnt die CDU wieder zu kippen. Aber bislang nur mit Worten. Denn nach jeder Wahl kooperiert sie immer noch allein mit den Linksgrünen. Deshalb gilt, jede Stimme von Konservativen für die CDU ist eine verlorene Stimme. Wer eine echte Migrationswende will, der muss AfD wählen. Denn wir sind die Spitze des neuen konservativen Zeitgeistes. Und nur mit dessen wachsender Macht werden hier in Deutschland aus Reden Taten. Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung. Union und Bundesregierung sind sich im Streit um mehr Zurückweisungen von Migranten an deutschen Grenzen nicht einig geworden. Die Ampel schlägt ein Modell vor, das zu schnelleren Verfahren führen soll. Faeser will eine Rundumbereitschaft von Polizei und Justiz, mehr Haftplätze, vermehrte Kontrollen in den nächsten 6 Monaten. Doch sind diese Maßnahmen überhaupt realisierbar?
Hat Deutschland genug Personal bei der Bundespolizei? Fragen, auf die Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, klare Antworten hat. Es wäre personell machbar, wenn wir eine Rechtsgrundlage haben. Jetzt haben wir nicht nur keine Rechtsgrundlage dazu, also das vollumfängliche Anwenden geltenden Rechts, sondern haben auch noch die Verfahren nach Dublin auferkoren bekommen. Soll also heißen, die Administration wird noch weiter belastet. Und man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, die Abschiebehaftplätze obliegt in der Zuständigkeit der Länder. Die Bundesregierung hat es vermieden, bundeseigene Abschiebehafteinrichtungen zu installieren. Auch hier wieder einmal fadenscheinige Augenwischerei. Und wir dürfen am Ende des Tages festhalten, dass dieser Asylkompromiss ein sehr fauler Kompromiss ist und ganz offensichtlich man nicht willens ist und auch nicht in der Lage ist, innenpolitisch verantwortungsvoll zu handeln im Rahmen dieser Migrationskrise. Ich bin sehr enttäuscht darüber, was die Bundesinnenministerin auf dieser Pressekonferenz verkündet hat, weil ganz offensichtlich will man dieser Migrationskrise nicht Herr werden und darüber hinaus ist es ein Bärendienst an die Kolleginnen und Kollegen, das muss man ganz deutlich so sagen. Nach dem Gipfel war er schwer empört. Ostermann wütet über die Bundesregierung. Sie hat ganz offensichtlich klargemacht, dass sie für die Problemlösung keinerlei Mittel zur Verfügung stellt und der Bundespolizei weitere Fußfesseln anlegt, sodass personellere Ressourcen weiter verschwendet werden und in eigentlich wichtigen gesetzlichen Aufgabenwahrnehmungen fehlen wird. Natürlich wird die Bundespolizei ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht. Natürlich wird ab kommenden Montag bundesweit an jeder Grenze kontrolliert. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Aber für nichts und wieder nichts. Es wird keinerlei Konsequenzen haben und ich finde es schade, dass die Bundesinnenministerin so deutlich gemacht hat, dass ihr das Personal der Bundespolizei ganz offensichtlich egal ist und darüber hinaus hat sie auch deutlich gemacht, dass das Schutzversprechen der eigenen Bevölkerung, was Verfassungsrang hat, auch keine Priorisierung hat im Regierungshandeln. Und damit sind wir am Ende dieses aufschlussreichen Videos angekommen. Was bleibt uns nach diesen beiden deutlichen Statements zu sagen? Die CDU kopiert AfD-Forderungen, aber nur um kurz vor der Wahl Wählerstimmen abzugreifen. Gleichzeitig entlarvt der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, Faesers Migrationspläne als reine Augenwischerei. Alles nur leere Versprechen, ohne echte Wirkung. Die Bundesregierung scheint weder Interesse noch die Fähigkeit zu haben, die Migrationskrise wirklich anzugehen. Sie setzt lieber auf halbherzige Kompromisse, die unsere Polizisten zusätzlich belasten, während sie den Schutz der Bevölkerung aufs Spiel setzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Enthüllungen verpasst. Und vor allem, kommentiert kräftig. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass nach der Wahl wirklich etwas von diesen Versprechen übrig bleibt? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt kritisch und wachsam.